Kosovo-Geheimplan. Tauscht Thaçi den Nordkosovo gegen seine Freiheit? Der alte Plan ist wieder aktuell. Die Abmachung damals war, Vučić kriegt den Norden Kosovos und Hašim Thaçi muss für seine Kriegsverbrechen nicht ins Gefängnis und Serbien erkennt den Kosovo an. Damals waren alle wichtigen Akteure einverstanden, inklusive der ehemalige amerikanische Präsident Trump, aber Frau Merkel machte allen einen Strich durch die Rechnung. Nach einer politischen Krise in Pristina und dann noch Corona kam jetzt Tlačak mit dem alten Plan nach Belgrad. Da die Mehrheit der Serben gegen diese Lösung sind, unter Umständen aber bereit dazu, wenn die serbische Teilrepublik in Bosnien sich mit Serbien vereint. Auch die albanischen Politiker, die fast alle in Kriegsverbrechen und Korruption tief verstrickt sind und jetzt das Kriegsverbrechertribunal für den Kosovo fürchten, wären unter diesen Umständen bereit, diesem Plan zuzustimmen. Die Teilung wäre meiner Meinung nach nicht die schlechteste Lösung, wenn damit dann auf dem Pulverfass Balkanfrieden herrschen würde. Da die Europäische Union nicht mehr mit den Beitritt besprechen die Balkanstaaten locken kann, eine Lösung zu finden, scheint die Teilung nicht die schlechteste Option zu sein. Da auch Präsident Vučić immer mehr von der EU unter Druck steht, da ja sein autoritäres Regime nur geduldet wurde, weil er versprach, den Kosovo anzuerkennen, und nach 8-jähriger Herrschaft erwartet Europa, dass er sein Versprechen einlöst. Das einzige Problem wären die serbischen Enklaven im restlichen Kosovo, die isoliert und diskriminiert leben, und was würde mit ihnen passieren? Und natürlich müsste dafür gesorgt werden, dass die jahrhundertealten serbisch-orthodoxen Kirchen und Klöster geschützt bleiben, damit sie nicht wie damals 2004 in Flammen aufgehen, wo tausende Serben ermordet wurden und ein wütender albanischer Mob alles zerstörte, was serbisch war. Was hält ihr davon? Wäre eine Teilung Kosovos die Lösung oder würde es nur noch das Problem verschärfen? Schreibt es mir in den Kommentaren und abonniert den Kanal, um immer auf den neuesten Stand rund um das Thema Balkan zu sein.